Mit Industrial Annihilation möchte das Team hinter Planetary Annihilation erneut seinen Hut in den Ring um einen würdigen Total Annihilation-Nachfolger werfen. Dabei versucht man diesmal aber etwas völlig Neues und kreuzt den All-Time-Klassiker mit Factorio und Satisfactory. Klingt völlig verrückt, aber könnte ganz cool werden, weswegen wir uns diesen Titel mal genauer anschauen müssen. Um Industrial Annihilation zu verstehen, muss man zunächst einen Blick in die Videospielegeschichte werfen. Denn bereits 1997 erschien federführend unter der RTS-Legende Chris Taylor Total Annihilation, welches ein komplett neues Konzept im RTS-Bereich einführte und sich so in gewissermaßen unsterblich machte. So konntet ihr hier erstmals extrem weit rauszoomen und zudem hunderte von Einheiten gleichzeitig in den Kampf werfen, was es in dieser Form zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gegeben hatte und für offene Münder sorgte. Obendrein gab es ein völlig anderes Ressourcensystem, welches auf nicht erschöpfende Metallminen und Energie setzte, aber bei höherem Bedarf die komplette Wirtschaft verlangsamte, wie es auch alle Nachfolger bis heute weiterverwenden. Zwei Jahre später versuchte man einen direkten Nachfolger mit einem Fantasy-Szenario zu etablieren, was aber komplett in die Hose ging und so der Titel zunächst für viele Jahre wieder in der Versenkung verschwand. 2007 war es dann erneut Chris Taylor, der seine alte Marke mit Supreme Commander neu aufleben ließ und wieder ein beeindruckendes RTS-Meisterwerk ablieferte, welches bis heute aktiv von Hunderten online gespielt wird und durch die FAF-Community gehegt und gepflegt wird. Auch hier gab es 2009 einen zweiten Teil, der ebenfalls komplett baden ging, da man viele Kernelemente wie den Basisbau auf ein Minimum reduzierte und so deutlich zu weit weg von der eigentlichen Spielidee landete, was dann wiederum die wenigsten spielen wollten. Auf Basis vom Ur-Total Annihilation erstellten Fans ebenfalls bereits seit 2010 das völlig kostenlose und mittlerweile auch über Steam beziehbare Zero K, welches den Klassiker in einer eigens dafür entwickelten 3D-Engine umsetzte und ebenfalls bis heute gepflegt und aktiv gespielt wird. Allerdings zeigt es sich spätestens hier, dass sich die Community in zwei Lager aufgespalten hatte, die entweder Total Annihilation bevorzugten oder auf das modernisierte Konzept von Supreme Commander setzten. Es wird aber noch komplizierter. Während die Supreme Commander Fans lange Zeit keine Nachfolger erhielten, aber jetzt auf Sanctuary Shattered Sun bauen dürfen, dessen Demo ich bereits vorliegen habe und euch demnächst mal in einem Stream oder so vorstelle, erhielten die Total Annihilation Anhänger auf Basis von Zero K, welches wiederum auf der Spring Engine basiert, eine zweite Auskopplung in Form von Beyond All Reason, welches vor allem grafisch nochmal deutlich einen drauflegte, aber im Prinzip das gleiche wie Zero K ist. Auch wenn ich für diese Aussage jetzt sicher einen auf den Deckel bekomme. Davon ab haben sich aber auch ehemalige Devs, losgelöst von Chris Taylor, an einer eigenen Interpretation des Stoffs versucht, welches sie dann mit Planetary Annihilation veröffentlicht haben und damit durchaus Erfolge feiern konnten, aber aufgrund des Verzichts auf eine Story bzw. eine Singleplayer-Kampagne auch viel Kritik einstecken mussten. 3 Millionen verkaufte Kopien sind aber definitiv ein Wort. Dieses Team um Planetary Annihilation möchte es jetzt mit Industrial Annihilation erneut versuchen, mixt aber dieses Mal mit Factorio und Satisfactory gleich noch 2 weitere Spiele mit in den Mixer, um ihre Vision zu verwirklichen. Factorio ist dabei sozusagen die Mutter aller Fabrik- und Automatisierungsspiele aus dem Jahr 2016, wohingegen Satisfactory versucht, in allen Belangen noch einen draufzulegen und euch bei deutlich besserer Grafik aus der Ego-Perspektive bauen lässt.
Den direkten Vorgänger, also Planetary Annihilation samt Titans Add-on, könnt ihr übrigens zum Vorzugspreis bei meinem Partner Instant Gaming für unter 13 € abstauben. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal massiv. So, und damit wären wir dann endlich bei Industrial Annihilation angekommen. Puh. Zur Story ist noch nicht viel bekannt. So viel ist aber schon mal klar, dass es diesmal eine geben soll und das Ganze auch mit einer vollständigen Singleplayer-Kampagne präsentiert wird, um den größten Kritikpunkt des Vorgängers direkt auszumerzen. Ihr sollt hier eine Kommandoeinheit befehligen, die sich gegen das Chaos mit seinen dieselbetriebenen Armeen erhebt und so die Galaxie vor der Vernichtung bewahren. Das Ganze hat optisch dabei einen deutlichen Touch Transformers inne, was aber durchaus stimmig ist. Industrial Annihilation setzt auf zwei Fraktionen, die guten Mechiner und die bösen Chaos. Beide Seiten sollen sich komplett unterschiedlich spielen, einzigartige Kampfeinheiten besitzen und dementsprechend auch unterschiedliche Spielstile und Strategien haben. Der Fokus liegt diesmal aber auf einem deutlich erweiterten Basenbau, bei dem man sich viel von den bereits erwähnten Spielen rund um Factorio abgeschaut hat. So reicht es nicht mehr einfach nur eine Panzerfabrik in die Landschaft zu setzen, sondern muss diese auch über Förderbänder mit Gütern und/oder Energie versorgen. Als Unterbau dient die Unreal Engine 5 und erscheinen soll das Ganze völlig unabhängig von der neuen Kickstarter-Kampagne noch dieses Jahr. Apropos Kickstarter. Ich muss gestehen, ich war zunächst etwas irritiert, was das jetzt soll. Denn das Projekt ist längst fertig finanziert und erscheint, wie gerade schon erwähnt, in absehbarer Zeit. Laut Beschreibung möchte man auf Wunsch seiner Community eine zweite Möglichkeit schaffen, das Projekt in seiner Early Access Phase zu unterstützen. Die bisherige Finanzierung lief über eine Start-Engine-Kampagne, welche aber nur auf die USA beschränkt war. Streng genommen bestellt ihr hier das Spiel also mit eurer Spende nur vor und erhaltet je nach Höhe einen zusätzlichen Boni wie einen exklusiven Commander-Skin. Weitere 180.000 € möchte man so generieren, mit Redaktionsschluss dieses Videos waren es immerhin schon über 80.000. Leider hört es mit den vorhandenen Informationen zum Spiel hier schon auf, was sich aber bereits kommende Woche zur Gamescom ändern könnte. Wenn der Factorio-Einschlag funktioniert und der Conde diesmal auch Singleplayer-Strategen überzeugen kann, sollte uns hier das nächste Highlight ins Haus stehen, was man sich durchaus mal auf die Steam-Wishlist setzen kann. With the latest Unreal 5 technology, we're aiming for beautiful renderings, environment and lighting, allowing you to define your very own style of destruction and look good while doing it. And we believe we've got the technical experience to pull this off. Gerne ein Abo dalassen für mehr, viel Geld sparen und meinen Partner Instant Gaming abchecken und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.